Ja, herzlich willkommen bei Cargold. Heute haben wir eine ganz besondere Probefahrt, etwas für echte Mercedes-Freaks. Wir haben den im Volksmund genannten 6.3er. Das war damals eine absolut legendäre S-Klasse, die ist gebaut worden ab 1968 bis 1972. Das war das Modell Baureihe 109. Also als 300 SEL hat er immer nur Luftfedern gehabt. Der hieß genau, Modellbezeichnung Mercedes 300 SEL 6,3. Und das Besondere am 6.3er ist, dass das der Motor vom Mercedes 600 ist. In eine verhältnismäßig leichte Karosserie implantiert hat der Wagen damals Sportwagenwerte erzielt und ist bei den damaligen Tests sämtlichen Konkurrenten auf und davon gefahren. Also vielleicht mal was zu den technischen Daten. Ein 6,3 Liter Mercedes ist von 0 bis 100 in 6,5 Sekunden gewesen, Werksangabe. Ein Porsche 911S, also zur damaligen Zeit war das der Sportwagen von Porsche, hat 8,2 Sekunden gebraucht. Also mit so einem Wagen ist man einem Porsche auf und davon gefahren. Und das Schöne hier bei unserem Auto, das ist ein deutsches Unternehmerfahrzeug. Der ist in Deutschland geboren und war 34 Jahre lang im gleichen Besitz. Was ich toll finde, hat eine ganz dicke Akte und ist ein Auto, also ich sag mal, was sehr gepflegt ist, was immer gewartet wurde. Wir haben das jetzt aus einer Sammlung aus Altersgründen erhalten. Und was ich so schön finde bei dem Wagen, er ist klassisch in schwarz, ist also ein schwarzes Auto und hat graues Velour. Das Velour ist schon mal erneuert worden, aber das Schöne bei unserem Velour, das ist der richtige Stoff. Also das ist wohl zu einer Zeit gemacht worden, wo es noch die Original-Velourstoffe gab zu dem Wagen. Ja, unser Auto hat eine Vollausstattung, was ich wichtig finde, was auch nicht unbedingt bei jedem der Fall war, hat die Original-Klimaanlage. Das Auto ist übrigens gebaut worden Ende 1969, hatte also schon das andere Armaturenbrett. Er hat ja hier Wurzelholz, wie ihr sehen könnt. Bis Mitte 69 war hier noch so eine Plastikleiste, so aus diesem Material durchgezogen. Das hat man nachher geändert, das sah nachher so aus. Unser Auto hat das Bäcker Europa, er hat die Klimaanlage, hat hier, könnt ihr sehen, 4 elektrische Fensterheber und hat die schöne originale alte Chromschaltkulisse mit Automatik, also mit Mittelautomatik. Anders gab es den auch nicht, weil man konnte also die Kraft von dem Auto gar nicht anders beherrschen. Ja, das Auto hat auch ein Schiebedach. Nicht jeder 6.3er hat ein Schiebedach, finde ich ganz wichtig. Und er hat noch diese wunderschönen Ausfällfensterchen. Wenn es also wirklich warm wird, so wie heute, und die Klima schafft das nicht ganz, macht man das auf und es bläst einem herrlich ins Gesicht. Also der Wagen hier ist so eine richtige Unternehmer-Luxuslimousine aus der damaligen Zeit. Ist übrigens ein Landmaschinenhersteller gewesen aus Ulm, der sehr prominent und sehr bekannt ist. Das war der Vorbesitz und daher auch die gute Wartung und Pflege. Das merkt man hier auch beim Fahren, dass der Wagen wirklich gut gewartet, wirklich gut gepflegt ist. Ich spüre das, da ist vieles technisch schon gemacht worden. Ich hatte also, wen das interessiert, ich habe mir 1986, 87 bei Klaus Mirbach in Hamburg einen 6.3 gekauft und bin über den Wagen eigentlich ins Oldtimer-Geschäft gekommen und habe dann danach ein halbes Jahr später bei Klaus Mirbach die Firma übernommen, weil ich das so toll fand mit den alten Autos. Also ich habe eine ganz besondere Beziehung zum 6,3 Liter Mercedes. Das war, als ich 9 oder 10 Jahre alt war, war der Wagen rausgekommen. Das war das Tollste, also was man damals überhaupt sehen konnte. Sind trotzdem, obwohl der sehr teuer war damals, 6.500 Autos gebaut worden. Der war damals doppelt so teuer wie ein 280 SE. Der kostete am Anfang seiner Produktionszeit 40.000 D-Mark ohne Extras. Und 1972 zum Ende, da hat der Wagen schon 47.000 gekostet. Da hat man sich damals ein Reihenhaus verkaufen können. Also das war wirklich
wirklich ein ganz besonderer Wagen und das war ein epochales Auto der S-Klasse. Und was ich noch interessant finde, die Firma AMG findet sich in diesem Auto als erstes nieder, in deren Handschrift. Es gab 1972 die ersten AMG Mercedes, weil dieser Wagen, diese Maschine konnte ja wirklich toll hochgepowert werden. So einen Wagen haben wir auch verkauft vor 2 Jahren mit 320 PS, hatte vorne so Rillen drin. Daran erkennt man AMG, kann man jetzt hier nicht sehen, aber auf der Haube hat der natürlich nicht, das ist ein normaler. Unser Auto hat hier 250 PS, 6,3 Liter Hubraum und fährt eine Spitzengeschwindigkeit von 220 Stundenkilometer. Kann man auch fahren. Ich persönlich bin der Meinung, 6.3er ist ein bisschen rau, bis 180 geht das wunderbar. Man kann auch toll drauf treten, man muss das aber trotzdem mit sehr viel Gefühl machen. Ich kenne eine Menge Leute, die haben ihre Hinterachse beim Vollgasgeben abgedreht, also da rate ich von ab. Das ist ein Auto, was man sensibel fahren muss, denn wenn hier was kaputt geht bei dem Wagen, das geht richtig ins Portemonnaie, das müsst ihr wissen. Das ist einfach so, 6.3 fahren kostet Geld und vielleicht noch was. Also das ist sicherlich nicht ein Auto, was Greta Thunberg sich kaufen wird. Der Wagen verbraucht nun mal 16 bis 22 Liter, das kann man drehen, wie man will, das geht nicht anders. Ja, so nun sind wir unterwegs mit unserem Auto. Übrigens hier vorne ist die rote Lampe, wenn die an ist, hat die Luftfederung, der Wagen hat der Luftfederung nicht genug Power, das könnt ihr hier sehen. Da ist der Tachometer von damals, der ging bis 240 Stundenkilometer. Und ich weiß es von meinem 6.3, der ist 220 gelaufen, das hat er ohne weiteres gepackt. Aber man muss dann aufpassen, die Maschine wird ein bisschen warm und so. Also ich rate einen 6.3 nicht unbedingt über 180 zu bewegen. Es ist halt eben ein riesiges Monument an Motor. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei unserem neuen Dreh. Heute auf der Wiese mit einem 6,3 Liter Mercedes. Es war damals das Beste, was Daimler-Benz gebaut hat. Das ging los im Jahr 1968. Das Schöne an unserem Wagen, wir haben ein deutsches Auto, ist kein US-Auto. Der Wagen ist in Ulm damals in erster Hand gegangen, hat dort 34 Jahre lang verbracht, war ein Vorstandswagen. Auto hat eine ganz tolle Akte, ist immer dokumentiert. Was man sagen muss, er ist natürlich auch bewegt worden. Der Wagen hat bis heute 233.000 Kilometer auf dem Tacho, aber die sind echt. Die sind mir manchmal lieber als 120.000 vermeintlich und man weiß nicht, was damit ist. Der Wagen ist immer in guten Händen gewesen und wenn ihr euch das mal anguckt, das finde ich auch von der Farbkonstellation sehr edel. Der ist richtig schwarz, er hat ein Schiebedach, er hat hellgraues Velour. Er hat 4 Kopfstützen, also ein richtiges deutsches Vorstandsfahrzeug und er zeigt sich insgesamt in einem sehr, sehr interessanten Zustand. Und wir können euch eins sagen, der Wagen ist, wie ich meine, doch sehr, sehr preiswert. Also wenn man sich die Teile überlegt, die in dem Auto heute verbaut sind, die kosten Vermögen. Also es darf nichts kaputt gehen, es muss alles in gutem Zustand sein. Aber so eine 6.3 Maschine ist sehr, sehr teuer und unser Auto kostet nur 49.900 €. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes Angebot. Also wir sind ihn jetzt gut gefahren. Der Wagen bleibt natürlich 55 Jahre alt. Es kann natürlich auch immer was sein an dem Auto, aber im Moment fährt er wirklich hervorragend. Er hat eine tolle Aktenlage, er steht schön da. Woran man den übrigens erkennt, den 300 SEL, das ist ja ein Auto, was damals mit Luftfederung gebaut wurde. Das sind hier diese besonderen Chromeinlagen an den Fenstertüren. Es gab ja normal die Baureihe W108 ab Mercedes 280S bzw. ganz früher 250S ab Baujahr 1965. Die haben diese Chromeinfassung nicht gehabt. Und das Thema 300 SEL bedeutet Folgendes, das ist die lange Ausführung, das könnt ihr hier sehen. Der hört also nicht da auf, sondern der hört hier auf. Der ist gut 10 cm länger und das sieht dann hinten, wenn man das mal öffnet, so aus. Das war also wirklich was, war ein richtiges deutsches Vorstandsauto, hat sogar vorne orthopädische Sitze. Ist innen alles mal neu gekommen, das Velour. Das ist aber, wie gesagt, das schöne Originale noch, was man damals bekommen hat. Veloursitze gehen natürlich im Laufe der Jahrzehnte irgendwann kaputt, das ist kein Leder. Aber das zeigt sich wirklich in einem sehr, sehr gepflegten, sehr guten Zustand. Und da das Auto aus einem recht großen Unternehmen stammt, hat man nie auf Geld geguckt. Man konnte das hier absetzen, es war ja ein Firmenfahrzeug. Man hat immer alles machen lassen. Und dadurch hat das Auto eine wirklich sehr, sehr gute Akte. Ich mache euch jetzt mal die Maschine vorne auf. Ich zeige euch das mal, wie so ein Wagen aussieht. Die Hebelchen sind hier unten drunter. Übrigens, woran man den 6.3 immer sofort erkannt hat, auch auf der Autobahn, einmal die breiteren Reifen und dann hier diese US-Doppellampen. Die hat es serienmäßig beim 6.3 gegeben. Das war von Anfang an das Zeichen, haben sich dann immer mehr Leute, das Erkennungszeichen, haben sich dann immer mehr Leute umbauen lassen. Ja,
Und so sieht so ein Motor aus, wenn er gepflegt ist. Schaut euch das mal an, das ist die originale 6,3 Liter Maschine. Hier ist der Luftkompressor für die Luftfederung. So, dann wollen wir doch hier mal nach der Farbnummer gucken. Da stimmt was. Doch, 040 hier vorne. 040 ist schwarz. Bitte sehr, Auto ist schwarz ausgeliefert worden und ist gebaut worden in der zweiten Hälfte 1969. Das sind 6280 Kubik, die hier sind, 8 Zylinder, eine Reihe 4 und eine andere Reihe 4 dort. Also alleine so eine Einspritzpumpe, wenn die kaputt geht, die kosten Vermögen. Das ist ja Technik aus dem Mercedes 600. Das ist gebaut worden für ein 2500 Kilo, 2,5 Tonnen Auto. Auch im Mercedes 600 Pullman gab es nur diesen Motor und er wiegt ja nur eine Tonne 780, also 1,78 Tonnen, mehr nicht. 1,8 Tonnen ungefähr. Und dadurch hat der Wagen natürlich absolut wahnsinnige Beschleunigungs- und Fahrwerte. Und das macht einen 6,3 Liter auch interessant. Also ist für mich eine Erinnerung an meine Jugend. Und man sieht dem Auto, ob das der Stoßstangenchrom ist oder der Lampenchrom oder der Kühlerchrom, das ist ein sehr, sehr gepflegtes Auto. Man sieht dem Auto einfach an, dass er immer in einer guten Hand war. Was ja übrigens klassisch ist für alle Mercedes-Freaks, das ist hier vorne der große Lufteinlass, den es damals gab. Da ist die ganze Luft für die Klimaanlage und für die Heizung reingekommen. Hier die Scheibenwischer gingen damals so, wo die meisten anderen Hersteller schon den gemacht haben. Mercedes machte noch so. Und was er hier serienmäßig hatte, das waren die Nebellampen. Die hat es Serie nur beim 6.3 gegeben. Alle anderen Extras mussten ja sonst immer teuer per Aufpreis bezahlt werden. Jetzt mal einen kleinen Blick für euch in den großen Kofferraum. Damals, das war auch ein richtiger Kofferraum, da passte viel rein. Die Kofferräume der heutigen S-Klassen sind deutlich kleiner. Original-Gummimatte, aber ich glaube, die ist auch schon mal neu gekommen. Also auch hier das ganze Originalmaterial. Also der ganze Wagen zeigt sich insgesamt in einem sehr, sehr gepflegten Zustand. Schaut euch das mal an. Daran sieht man, dass der Wagen sein Leben lang wirklich in guten Händen gewesen ist. Krieg's nicht auf. Mensch, in guten Händen gewesen ist. Und das Auto riecht auch nach 6.3. Also die 6.3er, diese Baureihe 108, 109, hatte ja einen ganz bestimmten Geruch. Und wenn da noch nicht der Schimmel drin war oder wenn das Auto immer trocken gepflegt wurde, haben die einen bestimmten Werksgeruch. Und das hat unser Auto heute noch. Und das finde ich gut. Also selbst wenn der über 200.000 gelaufen hat, wenn er immer gepflegt wurde, ist das die Gewähr dafür, dass das ein gutes Auto ist. Aber eins muss man wissen, wer 6.3 fährt, der muss einfach immer 10.000 in der Tasche haben, weil das ist eine höchst fragile und komplizierte, aufwendige Technik und da kann immer mal was kaputt gehen. Das müsst ihr einfach wissen, das muss ich euch sagen. Sonst lieber einen 2.8 CSE fahren, das ist nicht so problematisch, den kriegt man vielleicht schon für 20.000. Und wenn da mal was ist, ist das nicht ganz so schlimm. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gut gepflegter 6.3. Ich finde, der hat diese tolle Farbe. Er hat auch originales Colorglas übrigens. Ich kenne Autos, die hatten damals noch kein Colorglas und nicht mal eine Klimaanlage. Das hat es auch gegeben. Übrigens der 6.3, den ich mir damals gekauft habe, der hatte keine Klimaanlage. Daher weiß ich das, aber glücklicherweise Colorglas. Aber zum Auto, also zum Fahren, ist so ein Wagen wirklich fantastisch. Ist eine herrliche S-Klasse und ich glaube, das war die erste wirklich legendäre S-Klasse von Mercedes. Und das hat den Ruf von AMG begründet. Die haben 1972 angefangen, diese Autos zu tun. Da ging es los und AMG ist ja heute weltbekannt. Die machen ja wirklich absolute Boliden. Die sind auch wirklich berühmt dafür. Die machen tolle Autos. Damit hat das mal begonnen, mit diesem 6.3er Motor. Ja, hier seht ihr dieses schöne originale Wurzelholz-Armaturenbrett. Das ist ja originales Wurzelholz damals gewesen. Hat es nicht bei allen Autos gegeben. Gab auch Zebrano. Das hier oben ist die Heizung. Funktioniert alles schön. Unten die Wärme. Hier oben und unten. Hier vorne habt ihr die Armaturen. Drehzahlmesser bis 5000 Umdrehungen. Mehr hat es nicht gegeben. Das hat nur der 6.3 gehabt hier vorne. Hier ist das Kombi-Instrument mit Sprit, Öldruck und Temperatur. Wie gesagt, beim 6.3 immer auf die Maschine gucken, auf die Temperatur. Der wird gerne mal heiß und man darf ihn dann nicht überfordern. Da muss man vorsichtig sein. Und hier ist, wie gesagt, Thema Luftfederung, diese rote Lampe. Wenn so ein Auto mal ein bisschen gestanden hat, dann muss man ihn anmachen, ein bisschen laufen lassen. Dann kommt die Luftfederung hoch und dann ist die rote Lampe auch wieder aus. Aber unser Auto, das haben wir ja sehr genau beobachtet, hält sehr gut die Luft. Der verliert erst nach Monaten, was ich eigentlich gut finde. Also das gibt ja bei vielen, da müsst ihr gucken, da ist nach 2, 3 Tagen die Luft weg. Dann sind die Luftbälge porös und dann müsst ihr das reparieren und das ist natürlich nicht sehr lustig. Das kostet nämlich auch einiges Geld. Der Wagen war damals also technisch das Beste, was Mercedes auf die Beine gestellt hat, neben dem 600er. Nur da gab es halt, den 600er mochte nicht jeder fahren, das war ja wirklich ein sehr, sehr großes Auto.
Und 6.3, das war so eine Art Volksmercedes, wenn man das so nennen kann. Also fahren tut das schön, die Maschine schiebt auch gut durch, das könnt ihr sehen. Herrlich, er schaltet auch gut, 4-Gang-Automatik. Ja, das war zu der Zeit die tollste Reiselimousine, die es überhaupt gab, die mit Abstand schnellste. Hatte also Rolls-Royce überhaupt keine Chance, aber um Geschwindigkeit ging es da nie, nur bei Daimler-Benz, die waren ja öfter mal im Rennsport. Mit dem Auto ist übrigens auch, hieß damals die Rote Sau, das war so ein roter Mercedes mit fast 400 PS von AMG, haben die alle möglichen Straßenrennen bestritten und auch gewonnen. Also das war wirklich so ein Auto zum Brausen, das hat man Mercedes-Ingenieur so verlauten lassen. Das war auch der Zweck der Geschichte, als man ungefähr 1965 sich überlegt hat, den Wagen zu bauen. Man hat ja damals die 600er Maschine und Technik schon gehabt aus der großen Repräsentationslimousine und hat sich gesagt, das bauen wir in unseren 108er, 109er auch ein. Und dabei rausgekommen ist der 6.3, wirklich ein faszinierendes Auto. Ja, fährt sich gut, das merke ich hier. Hier klappert nichts, hier rüttelt nichts. Habe auch vorhin mal den Rückwärtsgang eingelegt, weil wenn man nämlich dann die Bremse tritt und das Auto rumpelt, da ist was an der Achse nicht in Ordnung, tut er nicht. Also man merkt, dass das Auto technisch einen sehr, sehr guten Zustand haben muss. Das muss so sein, also ich kenne 6.3 recht gut. Der läuft wirklich schön, auch die Luftfederung hält gut. Der Lack ist in Ordnung, hat eine schöne Lackierung. Natürlich ist das nicht der erste Lack, das kann ja gar nicht sein. Aber in das Auto ist schon viel, viel Geld gegangen über die Jahrzehnte und er war immer in einer guten Hand. Das ist übrigens das Wichtigste beim alten Auto. Es gibt nämlich Autos, wenn die mal in die 4., 5. Hand kommen, dann ist das vorbei mit der Liebe und der Pflege. Und wenn ihr so ein Auto kauft, den kann ich dann zwar anmalen und lackieren und der sieht wieder gut aus, aber da warne ich vor, vorsichtig sein. Immer auf eine gute Historie achten, immer gucken, ob alles belegt und gemacht ist bei so einem Auto. Dann könnt ihr sicher sein, ist auch ein gutes Auto. Und das hier ist ein gutes Auto. Vor allen Dingen, wir sind mit 50.000 Euro, also haben wir wirklich einen spannenden Preis, kann ich euch sagen. Das ist für jemanden, der Lust hat auf einen schönen Oldtimer, mal am Wochenende, kann auch mit ins Büro fahren. Den kann man ja super absetzen von der Steuer. Das ist eine tolle Reiselimousine. Also fahren tut er wunderschön. Motor läuft auch sauber und gut. Das ist ein Auto, der möchte auf die Autobahn und auf die Landstraße. Dafür ist er toll. Übrigens serienmäßig Servolenkung hat er natürlich, weil ohne Servo kann man das Auto hier nicht bewegen, weil der diesen ganz schweren Motor vorne auf der Achse hat. Wir haben es heute 33 Grad. Das ist eine Temperatur, da muss man beim 6.3 immer gucken. Also jetzt hier mit Vollgas fahren und so, davon rate ich ab. Keine gute Idee. Aber man kann ihn ja herrlich 140, 160 fahren. Das ist überhaupt kein Problem bei dieser großen 8-Zylinder-Maschine. Und man kann auch, also ich kann mich an meinen 6.3, wir machen jetzt ja keine Probefahrt auf der Autobahn, aber wenn ich da drauf getreten habe, da haben sich einige Leute richtig gewundert, was der Wagen losgegangen ist. Also der hat auch unter heutigen Verkehrsverhältnissen, der hat einen dermaßen Wumms, wie das nach vorne geht, wenn man da drauf tritt. Da ist man schneller weg, als der andere überhaupt erst dabei ist, den nächsten Gang zu schalten. Also was ich vielleicht für ganz wichtig halte, das ist ein 6.3 im Urzustand. Und solange dieses Auto gebaut wurde, also diese 4 Jahre von 1968 bis 1972, da gab es keine Anti-Schlupfregelung, da gab es kein ABS, also die ganzen technischen Helferchen, die es heute gibt, um mit einem schnellen Auto, um das gut auf die Straße zu bringen, das habt ihr nicht beim 6.3 und das macht den Wagen gefährlich. Ich weiß von mehreren schweren Unfällen, die es mit dem Auto gegeben hat, wo einfach die Nässe überschätzt wurde, wo die hohe Geschwindigkeit, dieses wahnsinnige Drehmoment, was der auch entwickelt, wenn ihr da drauf tretet, das sind nämlich nicht, also heute gibt es ja die AMG-Autos, die heißen 6,3 Liter, das sind aber keine 6,3 Liter mehr, das sind nur noch 4 Liter Maschinen und dieser hier, das ist ein echter 6.3er. Das, was da drauf steht, stimmt auch, das hat er tatsächlich. Und wenn man da drauf tritt, also das Auto hat nichts, was einen technisch unterstützt, wenn man Fahrfehler macht. Und das bitte ich bei dem Auto wirklich zu bedenken, auch was das Bremsen angeht. Der hat zwar 4 Scheibenbremsen, das Auto wiegt trotzdem fast 2 Tonnen und der ist verdammt schnell auf hoher Geschwindigkeit und hat längst nicht so eine Bremswirkung wie die heutigen Fahrzeuge. Das Auto hat leider ein kleines Problem, was ich sehr schade finde. Man hat damals, das war ja in den 80er Jahren schick, tolle Stereoanlagen kamen da auf dem Auto. Als der angefangen wurde zu bauen, da gab es ja nur sowas. Da war da oben der Lautsprecher drin und wenn man Glück hatte, hinten auch noch einer.
Aber da hat man sich diese komischen Lautsprecher reingebaut hier. Sowas kann man reparieren. Also ich persönlich werde da diese Lautsprecher ausbauen. Ich finde das ein bisschen schade. Aber 1985 oder wann das gemacht wurde, war es halt eben der letzte Hit. Da kamen Stereoanlagen auf und da musste man diesen tollen Sound auch im Auto haben. Und da, wo man das heute dezent versteckt, hat man das früher einfach auf die Türverkleidung gesetzt. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich denke auch, dass hier dieses Wurzelholz, was ihr hier seht, das ist noch die Original-Türverkleidung. Aber ich vermute mal, dass auch da das Velour schon mal ersetzt wurde. Also dieses Velour bekommt man noch und das ist ja getrennt hier, die Tür durch diese Chromleiste hier vorne. Hier sind die Türtaschen hier vorne und wenn das unterhalb gemacht wird, dann kriegt er diese gemeinen Boxen hier vorne weg. Das finde ich ein bisschen schade bei dem Auto. Aber sonst zeigt er sich in einem wunderschönen originalen Zustand. Das Auto ist nicht verschandelt, hat dieses schöne alte Bakelitlenkrad noch, was sich auch in einem guten Zustand hier zeigt. So gehört das auch. Ja, also sonst gefällt mir das Auto wirklich sehr, sehr gut. Was ich schön finde, ist, dass er diese tolle Klimaanlage hat. Denn wenn ihr die nicht bestellt habt, das ist ja ein gesamtes Bauteil, kann man die nicht mehr nachträglich einbauen. Dann fehlt sie einfach und man hängt da so einen Kasten drunter, das war nicht original. Ja, schönes Auto, fährt sich gut, macht Spaß, man sitzt auf den tollen Sitzen auch sehr, sehr bequem. Und das war zu der Zeit, also wenn man da Unternehmer war, sehr erfolgreich im Geschäftsleben, das Beste, was man sich kaufen konnte. Und das ist auch gemacht worden. Also 6.500 Autos, gebaute Einheiten von dem Wagen finde ich eine ganze Menge, gerade zu der Zeit. Ich sage mal so richtig mit dem Wirtschaftswunder ging es ja eigentlich in den 60er Jahren erst los. Deswegen gab es ja von Mercedes dann auch die Antwort, ein solches Auto hier. Aber so zum Fahren macht er wirklich Spaß und was ich gut finde an dem Auto, der gesamte Zustand von dem Wagen ist nicht, als ob er 230 gelaufen hat, sondern eher, als ob er 110 oder 120 gelaufen hat. Und sonst so vom Fahren, so von der Karosserie fährt er sich wirklich gut. Also es ist ein Auto, was auf mich einen gesunden Eindruck macht, wovon ich auch überzeugt bin. Es ist ein schöner 6.3. Wie gesagt, über den 6.3 bin ich zum Oldtimer-Händler geworden. Das war eigentlich der Hintergrund, das hat mich damals so fasziniert. Ich konnte mir dann relativ jungen Jahren, da war ich 26 Jahre alt, so einen Wagen leisten. Und da habe ich dann eben damals, sagen wir mal, mehr oder weniger drauf gespart und war total begeistert. Ich habe das Auto leider nach ein paar Jahren weiterverkauft. Ich weiß heute noch, wo er ist, aber ich glaube, der gibt ihn nicht her. Und das ist schon sehr, sehr lange her, aber der ist begeistert. Ich hatte damals ein ganz originales Auto, auch mit einer geringen Laufleistung, war auch ein Vorstandswagen. Also wenn man bei einem 6.3 die Historie kennt und sieht, dass der über 30 Jahre im Besitz war, dann kann man immer sagen, dass das auch wirklich ein gutes, gepflegtes Auto war. Aber wenn der schon durch viele Hände gegangen ist und mal der, muss man aufpassen. Gerade wegen der Technik bei dem Wagen hier. Ja, unsere Probefahrt neigt sich dem Ende zu. Bisschen Erinnerung an alte Zeiten von mir und so wie ich ins Oldtimer-Geschäft gekommen bin. Habe das Auto immer gerne bewegt und das zeigt sich mir heute auch. Das ist wirklich ein tolles Auto. Das war Ende der 60er Jahre das Tollste, was Mercedes gebaut hat. Und das muss man wirklich sagen, das Prädikat verdient der 6.3 auch. Ist ein ganz besonderes Automobil. Also, ich wünsche euch alles Gute bis zu meinem nächsten Film. Der ist schon wieder in Vorbereitung. Bleibt gesund. Bis demnächst, euer Stefan Luftschütz. Ciao.